Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit den Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 8. Episode unseres Abenteuers Die Geburt von Atlantis aus dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Und in unserer 8. Episode gründen wir unsere letzte Kolonie, nämlich Evenestos. Ja, schauen wir mal, was uns dort erwartet. Erwarte das Unerwartete in der Wildnis im Westen unseres Landes. Kein Atlantide hat dort jemals gesiedelt und doch ist die Stelle ideal, um deine neue Stadt zu bauen. Sie ist mit vielen Ressourcen gesegnet und bestens geeignet, um zu einem mächtigen Handelszentrum zu werden. Das einzige Problem sind geheimnisvolle Meeresbewohner, die die Küste mit Beutezügen heimsuchen. Sollten diese Wesen zu einer Gefahr für dich werden, denke bitte stets an die Symphonia Ithikos und verhalte dich ihnen gegenüber zurückhaltend. Du kannst deine Stadt in jeder dir angemessen scheinenden Weise verteidigen. Aber denke stets daran, dass du das Meeresvolk nicht angreifen darfst. Ich habe bereits Botschafter ausgeschickt, um mehr über diese Meeresbewohner zu erfahren und zu versuchen, friedliche Beziehungen zu knüpfen. Bitte habe Geduld, bis unsere Botschafter ihre Arbeit tun können. Ich helfe deinem Onkel Elasippus nicht weit entfernt nördlich von deiner Position eine Stadt zu gründen, also erweise ihm die Ehre und schicke ihm alle Materialien, die er möglicherweise fordert. Diese Kolonie-Episode trägt den Namen Volk des Meeres. Und mit diesem Volk werden wir uns bei unserer Kolonie auch beschäftigen müssen, die als Rivalen auftreten und uns wahrscheinlich angreifen werden. Die Symphonia Ithikos verbietet uns aber, dieses Volk anzugreifen. Also müssen wir warten, bis wir eventuell dieses Volk als unsere Verbündeten haben. Und währenddessen müssen wir 9 Handelspartner besitzen und 60 Personen müssen in einer Wohnung der Kategorie Anwesen oder besser leben. Klingt jetzt nicht ganz so schwierig, aber auch hier denke ich mir mal, liegt der Teufel wieder mal im Detail. Also schauen wir uns mal die Karte an, wo wir unsere Kolonie Evenestos gründen werden. Obligatorisch gehen wir natürlich in den Pausenmodus und schauen uns bei der Übersicht hier die Minimap an. Gut, wir haben hier im Westen eine Bucht mit Fischgründen und hier haben wir den Zugang zum Meer. Also hier ganz im Westen haben wir die Uferlinie. Hier relativ viel Gesteinsformation und Wald. Gehen wir mal Richtung Norden. Ja, haben wir hier weiter die Uferlinien mit Wald und Gesteinsformation. Richtung Osten haben wir hier eine relativ große Fläche und hier haben wir einen Bereich, wo wir Landwirtschaft und Viehzucht betreiben können. Dann haben wir hier den Immigrationspunkt und auch hier wieder Plateaus. Aber wir haben sogar 2 Wege, die in die Karte münden. Wir haben hier Wild. Ja, und dann gehen wir wieder mal zurück zu unserem Ausgangspunkt. Ja, wie wir schon feststellen, ist die Karte nicht sehr groß. Da müssen wir mal schauen, dass wir hier platzsparend arbeiten. Das ist hier tatsächlich im Zentrum der Karte die größte zusammenhängende Landmasse, die wir bebauen können. Ja, dann schauen wir mal, was wir alles produzieren können. Bei der Landwirtschaft haben wir wieder mal keine Farmen. Dafür haben wir Plantagen. Wir können Orangen anbauen und kultivieren. Bei Land und Meer haben wir den Fischerhafen und den Jagdhof. Und bei der Viehzucht können wir Wolle produzieren und Fleisch. Bei Gewerbe haben wir bei den Rohmaterialien nur die Sägemühle. Bei den Werkstätten haben wir nur das Bildhaueratelier. Gut, bei Vertrieb haben wir alle Bauoptionen, genauso wie bei Gesundheit und Sicherheit. Auch bei der Verwaltung allerdings können wir jetzt hier kein Hippodrom bauen, wie bedauerlich. Bei der Wissenschaft haben wir alle Bauoptionen. Ja, und bei der Mythologie können wir den Tiergarten der Artemis, die Oase der Aphrodite und die Schmiede des Hephaistos bauen. Okay. Beim Militär haben wir alle Bauoptionen, um unsere Stadt zu befestigen.
Und auch bei den Militärwerkstätten haben wir alle Möglichkeiten, den Fregattenhafen zu bauen, die Waffenschmiede, den Pferdehof und auch die Wagenfabrik. Bei der Ästhetik haben wir bei den Verschönerungen Säulen, Park und die Allee. Keine Prachtstraßen, das ist schon mal wichtig zu wissen. Ja, und bei den Erholungsgebieten haben wir auch ein großes Spektrum an Stilelementen, die wir bauen können. Schauen wir mal kurz auf die Weltkarte. Ja, Evanestus ist hier an der Westküste unseres Kontinents und wir haben alle altbekannten Handelspartner. Ampha kauft Bronze und Olivenöl, verkauft uns Holz und Rüstungen. Neusos kauft Holz und schwarzen Marmor, verkauft uns Bronze und Wolle. Rionmos kauft Orangen und Olivenöl, verkauft uns Weizen und Wein. Leucipium kauft Marmor und Wolle, verkauft Bronze und Orchikal. Unsere Heimatstadt Atlantis kauft Bronze und Orchikal und verkauft uns Fisch und Olivenöl. Mestonia kauft Weizen und Skulpturen und verkauft uns Fisch und Holz. Ja, und der einzige Handelspartner über den Seeweg ist Gades, kauft Fleisch und Orchikal, verkauft uns Marmor und schwarzen Marmor. Gut, ja, wir können nur eigentlich Holz produzieren und wir können Skulpturen und Waffen herstellen. Diese können wir ebenfalls verkaufen. Ja, die Bronze müssen wir entsprechend einkaufen oder wir bauen das Heiligtum für Hephaistos. Da haben wir unsere Kupfervorkommen. Da schauen wir mal, wie wir das am besten machen. Wie gesagt, diese Fläche hier ist die einzige größere zusammenhängende Fläche, wo wir unser Wohngebiet der Arbeiter und auch das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen errichten müssen, weil wir ja hier dieses fruchtbare Land ja nutzen wollen. Und wir brauchen auch noch ein bisschen Platz für unseren Stadtpalast und auch noch für ein Heiligtum. Übrigens, in dieser Episode könnt ihr nur ein Heiligtum bauen. Also ihr müsst gut wählen, welches Heiligtum ihr bauen wollt. Ja, soviel zum Plan und ich würde sagen, beginnen wir nun mit dem Bau unseres Wohngebietes. Ja, lange habe ich jetzt an diesem Wohngebiet getüftelt. Ich möchte nämlich die Wohnung der Arbeiter mit den gehobenen Wohnungen in einem großen Wohngebiet kombinieren. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ja, wie gesagt, ihr seht, hier sind jetzt die Parzellen für die Arbeiter und hier und auch hier werden wir gehobene Wohnungen etablieren. Mal schauen, wie es funktioniert. Deswegen haben wir auch hier jetzt schon die große Agora. Ja, und wir haben 2 Brunnen schon mal vorsichtshalber gebaut, den Architekten und auch schon die Klinik. Ja, wir werden jetzt den Pausenmodus aufheben, wie gewohnt bei Gewerbe hier. Entsprechend die Prioritäten bei Gesundheit und Sicherheit auf Hoch stellen. Ja, und dann warten wir jetzt mal auf unsere Bürger. Ja, sie wandern hier von Osten in unsere Stadt ein. So, hier haben wir ja das fruchtbare Gebiet. Das möchte ich natürlich jetzt nicht so stark verbauen. Ja, und wir kriegen die Mitteilung, dass Elasipium entdeckt wurde. Okay, ja, solange hier unsere Bürger noch einwandern, gucken wir mal eben, wo dieser Ort ist. Hier ganz oben im Norden haben wir Elasipium. Okay, handelt aber noch nicht mit uns. Ja, wir werden jetzt als erstes mit der Nahrungsproduktion beginnen. Da können wir ein paar Fischerhäfen bauen und auch Jagdhöfe. Ja, wir haben die ersten Arbeitslosen. Beginnen wir, wie gesagt, mit der Nahrungsmittelproduktion und 100 Personen leben schon in unserer Kolonie Evanestus. So, ich baue schon mal hier den Architekten auf. So, dann können wir hier raus und dann bauen wir das Silo hier auf. Ich möchte ja jetzt nicht so viel fruchtbares Land hier verschwenden.
das ist natürlich immer nervig, sowas hier. Na gut, bauen wir schon mal Lagerhäuser auf. Die kommen nämlich hier hin. So, 2 Stück. Eine kann jetzt die Wolle schon mal annehmen und das andere wird natürlich Olivenöl annehmen. Jetzt kann ich auch mein Silo endlich bauen. So, das kann hier hin. So. Dann füllen wir die Straße jetzt. Nein, so nicht. So. Einmal hier rum. Gut, dann bauen wir die ersten Jagdhöfe. Da können 2 jetzt hier hin. Und wir bauen Fischerhäfen. Da passt hier einer hin und auch hier. Na, ich baue das anders. Die Jagdhöfe kommen hier weg, die kommen nämlich hier hin. Dann baue ich nämlich hier die Wollsammelstellen auf. So. Und dann können wir hier schon mal Schafe entsprechend positionieren. Ja, und ich habe ganz vergessen, dass Loxipium ja uns Tribut zahlt, nämlich 8 Bronzebarren. Die sind jetzt leider verwirkt. Okay, fürs nächste Jahr sollten wir uns das merken. Ja, da bringen unsere Jäger schon das erste erlegte Wild. Ja, und wir sollten vorsichtshalber hier auch noch mal einen Architekten platzieren. So, dann führen wir diese Straße schon mal hier weiter. Aber da muss der Architekt jetzt nicht entlang laufen. Da machen wir mal eine Sperre hin. So, das erste Fleisch ist im Silo. Zeit für unseren Lebensmittelhändler. Ja, wir bekommen die Mitteilung, dass Jem entdeckt wurde. Okay. Wo liegt Jem? Ja, Jem liegt hier mitten im Ozean. Das wird wohl das Volk der Ozeaner sein. Ist auch ein Rivale und gleichgültig. Und braucht Marmor und schwarzen Marmor und verkauft Fisch, wenn er Handel treiben würde. Okay. Ja, und Artemis ist in der Stadt und macht Werbung für ihr Heiligtum. Ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden, ob ich ein Heiligtum für Artemis oder für Hephaistos baue. Bei Artemis hätten wir 2 Kompanien Amazonenkämpferinnen, ja, und bei Hephaistos hätten wir Talos, der uns beschützt. Schwierig. Ja, und unser Hausierer macht sich jetzt auf den Weg und versorgt jetzt unsere Bürger mit Nahrung. Und da sehen wir schon, wie sich die Gebäude weiterentwickeln. Ja, wir sollten jetzt mal schauen. Ich glaube, wir produzieren jetzt mal ein bisschen Holz, damit wir ein bisschen was verkaufen. Ich meine, nötig haben wir es nicht. Guckt euch bitte die Stadtkasse an, die wir von der letzten Episode ja hier nutzen können. Über 250.000 Drachmen haben wir in unserer Stadtkasse. So, ja, dann bauen wir gleich, wenn wir genügend Mitarbeiter haben, die Holzproduktion auf und dann könnten wir eigentlich auch schon anfangen, Bronze zu produzieren bzw. einzukaufen und dann Skulpturen und Waffen herzustellen. Ich glaube, Waffen können wir gar nicht verkaufen. Wie komme ich denn darauf, dass wir Waffen verkaufen können? Wie gesagt, Ampha würde Bronze kaufen. Uninteressant. Ja, Neusos würde Holz kaufen. Da brauchen wir den Handelsposten. Das ist auch gut, weil die verkaufen uns Bronze.
Leucipium ist auch interessant, da können wir Wolle verkaufen und auch nochmal Bronze einkaufen und Aurikal, weil ich möchte ein paar Türme bauen, die unsere Küstenlinien schützen. Fregatten brauchen wir jetzt wirklich nicht zu bauen, wir greifen ja niemanden an und mit Türmen können wir, glaube ich, unsere Siedlung und Kolonie gut schützen. Olmos würde Orangen kaufen, das ist für uns nicht interessant, doch in der Hinsicht, dass dieser Handelspartner Wein uns verkauft, das brauchen wir für die gehobenen Wohnungen, das machen wir aber später. Ja, unsere Heimatstadt Atlantis ist auch nicht so interessant. Ja, Gades verkauft uns Marmor. Für unser Heiligtum bräuchten wir auch diesen Handelspartner. Und Mestonia kauft Skulpturen. Das ist auch interessant, wenn wir Skulpturen verkaufen. Also Waffen können wir gar nicht verkaufen. Wir brauchen also die Handelspartner Ampha, Neusos und Mestonia und natürlich auch Gades. Ja, und Leucipium. Ja. Die Handelsposten möchte ich gerne hier errichten. Da würde ich jetzt hier weitere Warenlager bauen schon mal, bevor hier meine ganzen Bürger wieder ankommen und mir den Bauplatz versperren. So, dieses Lagerhaus wird Bronze annehmen und Skulpturen. So, und dieses Warenlager wird Holz annehmen. Ja, und später auch Marmor. Ja, hier. Okay, und dann können wir jetzt hier die beiden Sägemühlen errichten. So, ja, wir haben natürlich jede Menge Arbeit, die wir brauchen. Wir können das Lohnniveau mal auf hoch stellen. So, Nahrungsmittelproduktion, da haben wir genug. Da brauchen wir uns im Moment jetzt keine Gedanken zu machen. Ja, ich hätte ja auch Lust, nochmal Orangen anzubauen, ne? Also das finde ich ja doch ganz spannend. Aber wie gesagt, jetzt im Moment brauchen wir es nicht. Ja, und wir haben jetzt die ersten Arbeitslosen. So, da wir jetzt schon Wolle produzieren, baue ich jetzt hier die Bibliothek schon mal auf. Und auch den Wollhändler etablieren wir. Dann können sich hier unsere Wohngebäude nämlich richtig gut weiterentwickeln. Und dann würde ich jetzt tatsächlich anfangen, unser Heiligtum zu bauen. Und ich habe mich jetzt entschieden, ich baue das Heiligtum für Hephaistos. Und ich würde es tatsächlich hier oben auf diesem Plateau bauen wollen. Oh, da passt es gerade hin. Oder drehen wir es mal. Nee, so passt es nicht. Hier würde es auch noch hinpassen. Oder hier. Das ist aber sehr weit von der Stadt entfernt, oder? Oder hier oben drauf. So würde es auch passen. So, ja. Ja, dann bauen wir das tatsächlich hier oben hin. Das finde ich gar nicht schlecht. Wenn wir dann nämlich hier unsere ganzen Bildhauerateliers bauen, dann kann Hephaistos doch wunderbar diese segnen. So, wir haben das erste Holz im Warenlager. Oh, und wir kriegen die Mitteilung, dass Jem eine Invasion beginnt in 3 Monaten. Naja gut, das sollen sie gerne machen. Also mit der Stadtkasse mache ich mir jetzt keine Gedanken, dass ich mich freikaufen kann. Und Zeph ist entdeckt worden.
Ja, Seth liegt hier auf diesem Kontinent, der wahrscheinlich Afrika ist, und auch ein Rivale, braucht Holz und Marmor und produziert Fisch. Ja, bauen wir jetzt unsere Handelsposten. Leucipium kann hier hin. Mache ich jetzt hier das so? Ja. Und 500 Einwohner in unserer Stadt. Sehr schön. So, hier kommt dieser Handelsposten hin. Dann bauen wir das tatsächlich so. So, weitere Handelsposten. Das war Ampha. Das war Neusus. Und das war Mestonia. Ja, das ist mir jetzt klar. Dann können wir das so verbinden. So, bauen. Ja, ich glaube hier... Na, so. Hier können wir ein Stadttor bauen. So. Und verschließen das mal hier. So, wir können hier hoch, glaube ich, zu unserem Heiligtum. Ja, das funktioniert. Der Schnurzel hier kann weg oder nicht? Nee, da kommt ja noch ein Warenlager hin. Dann schließen wir das so ab. So, und dann kann hier noch ein Architekt hin. Den bauen wir hier hin. Ich möchte immer meine Bauwerke da platzieren, wo meine Einwohner entlang laufen, beziehungsweise unsere Migranten. So, hier kann aber jetzt eine Sperre hin, definitiv. Ja. 1 Monat Zeit haben wir noch, bis Jem uns angreift, aber das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. So, wir können Holz verkaufen. Beim Neusus und dann stellen wir das mal ein. So, wir können auch Wolle verkaufen. Bei Leucipium. Da kaufen wir jetzt die Bronze ein. So, Ampha, da habe ich mich, glaube ich, vertan. Ach, da könnten wir Rüstung auch einkaufen, die brauchen wir gar nicht so produzieren. So, Skulpturen bei Mestonia. Aber wir werden jetzt erstmal Skulpturen für unser Heiligtum produzieren. Hallo, geliebtes Wesen. Wer mich verehrt, dessen Volk wird niemals mehr die Umarmung der Stadt verlassen wollen. Ja, sehr schön, Aphrodite, aber ich glaube, für dich brauchen wir jetzt kein Heiligtum zu bauen. Allerdings brauchen wir das Pier von Gades, um Marmor zu importieren. So, das kommt dann jetzt hier hin. Es war ein bisschen doof, weil es so in unserer fruchtbaren Gegend hier rein gebaut wird, aber auch jetzt nicht ganz so dramatisch. Wir lassen das jetzt mal so. Und dann kaufen wir den Marmor schon mal ein. Gut, dann haben wir schon die ersten Verkäufe. Ja, und jedem beginnt die Invasion mit 1500 Drachmen. Können wir uns freikaufen. Das tun wir. Das schon mal abgewendet. Ja, wir könnten, glaube ich, jetzt mal auch unseren Stadtpalast bauen. Ja, Leucipium zahlt Tribut. Nehmen wir jetzt an. Jetzt haben wir ja ein entsprechendes Warenlager dafür. So, und dann bauen wir doch schon mal 2 Bildhauerateliers. Die können nämlich hier hin. Ach, es gefällt mir wieder sehr gut hier.
Ja, ich glaube, wir werden den Weg hier so hoch bauen, um einen Loop zu kreieren, damit wir hier den Marmor relativ schnell zu unserem Warenlager bringen. Sonst ist das ja wirklich ein langer Weg, den unsere Elefanten hier gehen müssen. Ja, wir könnten hier unseren Stadtpalast bauen, glaube ich. Das müsste passen. Einmal drehen. Ach, perfekt. Das gefällt mir. Dann können wir nämlich die Straße hier so rausbauen. Ach ja, das ist doch schön. Dann können wir sogar die Straße hier so rumführen. Eine Sperre hier errichten. Und dann kann doch hier noch ein Architekt hin. Ja, wunderbar. Dann noch Platz für Verschönerungen. So, ich möchte aber ein paar Türme bauen. Naja, ein paar Türme ist gut. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich überall Türme bauen könnte, um hier das hier entsprechend zu sichern. Dann würden wir das, glaube ich, etwas anders bauen. Und zwar bauen wir hier einen Turm hin, das passt, und hier einen Turm. Dann haben wir hier unsere Fischereihäfen doch gesichert. Einmal hier, einmal da. Das ist gut. Und dann würde ich jetzt ein bisschen Orchikal einkaufen, damit die beiden Türme hier atlantisches Feuer produzieren können. So, Loxipium verkauft uns Orchikal, da brauchen wir nicht viel. Ich würde jetzt mal so 12 Stück hier einkaufen. So, Marmor haben wir auch schon in unserem Warenlager. Nahrungsmittel, das sieht richtig gut aus. So, wie viel Marmor haben wir denn jetzt mittlerweile? 8, das ist ein bisschen wenig, ne? So, ich glaube, wir müssen die Türme besetzen, damit die mit Orchikal entsprechend versorgt werden. Wir besetzen mal die Türme. Haben wir jetzt auch den Stadtpalast, dann geht das. So, jetzt haben wir 23 Marmorplatten, ist gerade eingekauft worden. Wir können jetzt das Heiligtum für Hephaistos errichten. So, ich hoffe mal, dass das jetzt hier tatsächlich richtig rum ist. Das ist ja immer so ein Bauwerk, was man nicht so richtig erkennen kann, ob es jetzt richtig oder falsch rumgebaut worden ist. So, dann bauen wir jetzt hier noch die Kunsthandwerkergilde. Ja, und wir sollten einmal ganz kurz auf die Gefahren gucken. Ja, das ist mir klar. Ja, das sieht aber alles soweit gut aus, außer hier. Obwohl, da geht jetzt dahin. Das sollte eigentlich reichen. Ja, das funktioniert. Gut. Oh, das sieht nicht gut aus hier. Genau, das Gebäude ist nämlich gerade eingestürzt. Schade. Gut, dann, das sind diese Sackgassen. Bauen wir den mal ein bisschen anders, nämlich so. So, und dann können wir den Fischereihafen wieder aufbauen hier. Und dann sollte das, glaube ich, passen. So, Orchikal haben wir jetzt mehr als genug. Das brauchen wir nicht mehr einzukaufen.
So, wie sieht der Arbeitsmarkt denn aus? Wir brauchen Mitarbeiter. Okay, dann brauchen wir jetzt hier weitere Wissenschaftler. Ja, nun kriegen wir die Mitteilung, dass CEF eine Invasion in 3 Monaten beginnt. Okay, ja, das wollen sie gerne machen. Wie gesagt, wir haben genug Geld. Ich wollte aber gucken, wir brauchen 6 Skulpturen für unser Heiligtum des Hephaistos. 12 Ladungen Holz und 36 Marmorplatten. Naja, das sollte eigentlich schnell gebaut werden. Dann würde ich das Holz jetzt erstmal nicht mehr verkaufen. Ja, wir müssen unbedingt hier unsere Wohnungen der Arbeiter entsprechend weiterentwickeln. Wir brauchen jetzt hier das Observatorium, das passt hier hin. Ja, da muss ich mal das hier ein bisschen was wegnehmen. So, Observatorium kommt hier hin. So, und dann müssen wir auch hier das Steuerbüro natürlich noch bauen. Und wir brauchen eine Universität. Ja, und wir kriegen die Mitteilung, oh Gott, wie wird das denn jetzt ausgesprochen? Ziljuf. Etwas schwierig. Okay, also Ziljuf nenne ich das jetzt mal. Ziljuf ist entdeckt worden. Ja, und das ist ebenfalls hier mitten im Ozean, auch ein Rivale, braucht schwarzen Marmor und Skulpturen, produziert Fisch und Orchikal. So, ich brauche allerdings eine Universität. Universität kann hier zu unserem Stadtpalast. Wie bauen wir das? So, ne? Ja. Ich will Liebe nur und sonst gar nichts. Die Stadt wird dann so attraktiv werden wie ich selbst. So, und Aphrodite ist wieder in der Stadt. So, und Wolle dürfen wir jetzt auch nicht mehr verkaufen. Da sehe ich nämlich gerade, dass wir nichts mehr im Warenlager haben und unser Wollhändler ist auch schon ganz verzweifelt. Aber jetzt haben wir wieder Wolle. Wir brauchen dringend jetzt entsprechend noch Wollsammelstellen, wenn wir das entsprechend verkaufen wollen. Ja, wir geben im Moment richtig viel Geld aus, stelle ich fest, aber naja, wir haben es ja. Ja, und CEF beginnt eine Invasion in einem Monat. Ja, sollen sie ruhig kommen. Leider haben meine Türme noch kein atlantisches Feuer. Das finde ich schade. Muss vielleicht das Orchikal in ein Warenlager. Ich stelle mal hier das mal eben ein, dass das angenommen werden muss. Das kann natürlich sein. So, er geht jetzt zum Warenlager. Gucken wir mal. Ah ja, da seht ihr, im Warenlager muss das Orchikal, damit es dann zu den Türmen gebracht wird. Ja, und CEF beginnt die Invasion. Jetzt müssen wir 2500 Drachmen zahlen. Das machen wir. So, und jetzt hat auch der Turm atlantisches Feuer, was er produzieren kann. So, der zweite Turm hat auch atlantisches Feuer. Sehr gut. Ja, und mittlerweile ist auch hier unser Wissenschaftler, unser Gelehrter, zusammen aus Vatorium gekommen und unsere Wohngebäude entwickeln sich jetzt weiter. Sehr schön. Das nächste, was wir brauchen, ist Olivenöl, damit es hier weitergeht. Und auch der dritte Rivale, Ziljuf, beginnt seine Invasion in 3 Monaten.
Jetzt haben wir allerdings atlantisches Feuer. Ich würde ja doch jetzt gerne mal gucken, ob wir nur mit unseren Soldaten, unseren Fußsoldaten und dem atlantischen Feuer die Invasion entsprechend niederstrecken können. Wir werden das mal ausprobieren. Zur Not laden wir unser Safe Game neu und dann bestechen wir die Invasoren. Wir können aber Magades um Marmor bitten, damit es mit unserem Heiligtum ein bisschen vorangeht. Und wir kaufen jetzt etwas Olivenöl mal ein. Ja, und das Olivenöl kaufen wir tatsächlich bei unserer Heimatstadt Atlantis ein. Okay, dann brauchen wir doch noch einen Handelsposten für Olivenöl. Und der kann dann jetzt hier hin. So, und dann kaufen wir mal etwas Olivenöl ein. Ich denke mir mal 8 Einheiten reichen. So, und hier können wir jetzt entsprechend Olivenöl fordern. 8 Einheiten. So, dann können wir auch auf der Agora den Ölhändler schon etablieren. Ja, und Nahrungsmittel haben wir auch mehr als genug. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und jede Menge neue Bürger, die in unsere Stadt einwandern. Ja, wir brauchen auch jede Menge neue Bürger. Ja, wir haben jetzt einen Monat Zeit, bis wir angegriffen werden. Wir machen mal ein Safe Game. Wir probieren das jetzt mal. Und wir haben mittlerweile schon 1000 Einwohner in unserer Kolonie. Oh, schon wieder Jahresanfang. Wir kriegen wieder unsere Tribute. Ja, unser Heiligtum ist leider nicht fertig geworden. Wir können Talos leider nicht rufen, der uns hilft. Ja, ich glaube aber nicht, dass wir das schaffen. Wir werden aber trotzdem jetzt mal hier unsere paar Fußsoldaten hier entsprechend schon mal stationieren, beziehungsweise die Standarten. So, dann warten wir jetzt mal auf den Feind. Können die hier noch irgendwie anders platzieren mal. So, und nun beginnt Ziljuf die Invasion. Wir könnten uns mit 3000 Drachmen freikaufen. Wir probieren aber jetzt mal uns entsprechend zu verteidigen. Gades gewährt uns den Marmor, 12 Marmorplatten, das ist gut. So, wo kommt der Feind her? Er muss ja per Schiff kommen. So, da kommen sie. Ach, das ist ja interessant. Ah, sie kommen unter Wasser. Da sind sie. Ja, da nützen unsere Türme nichts. Okay, na, das schaffen wir so nicht. Da werden wir uns jetzt wahrscheinlich freikaufen müssen. Mit unseren paar Fußsoldaten können wir hier nichts machen. Okay, nochmal das Spiel laden. Ja, und nochmal beginnt Ziljuf die Invasion und diesmal bestechen wir einfach die Invasoren. Gades gewährt uns den Marmor, nehmen wir an. Gut, also das brauchen wir jetzt wirklich nicht. Hier den großen Kampf. Wir können uns weiter unserer Kolonie widmen. Ja, und nun geht es dank dem Geschenk von Gades auch mit unserem Heiligtum weiter. Ja, Olivenöl ist jetzt schon bei unseren Bürgern angekommen. Hier oben steht es, neue Einwohner strömen herbei. Unsere Wohngebäude entwickeln sich weiter. Sehr schön. Oh, und jetzt haben wir auch schon wieder Arbeitslose. Ich würde dann jetzt doch nochmal 2 Wollsammelstellen bauen. So, dann können wir nachher auch wieder mal Wolle verkaufen. Wir haben jetzt wieder etwas im Warenlager. Ja, jetzt benötigen wir wieder Mitarbeiter.
Das ist immer ein Hin und Her hier. Ja, wir brauchen noch den Handelsposten von unserem Verbündeten Euronmos, da wir nachher ja auch noch Wein kaufen müssen und Weizen. Dann errichten wir jetzt diesen letzten Handelsposten auch noch. Gut, und sobald wir unser Heiligtum fertiggestellt haben, brauchen wir auch hier das Pier von Gades nicht mehr. Da wir kein Fleisch in Orchikal verkaufen, wobei das Orchikal könnten wir jetzt verkaufen. Was wir noch übrig haben, ja, und Fleisch könnte man auch verkaufen. Gut, das Orchikal verkaufen wir jetzt tatsächlich mal, was wir da noch haben, und naja, etwas Fleisch können wir verkaufen. Ja, wir bekommen die Mitteilung, dass Elasipium blüht und gedeiht. Ah, ein neuer Handelspartner. Jawohl, jetzt können wir sehen, dass Elasipium bei uns Weizen und Rüstung kauft und verkauft uns Orangen und Wolle. Ah, jetzt könnten wir auch Rüstungen verkaufen. Dann können wir diese auch herstellen. Sonst hätte ich sie nämlich tatsächlich importiert, nur für die Versorgung unserer gehobenen Wohnung. Okay. So, ich denke mal, das Tempelgebäude wird jetzt fertiggestellt. Dann brauchen wir, glaube ich, keinen Marmor mehr einzukaufen. Gucken wir mal eben. Ja, 12 Marmorplatten brauchen wir und die haben wir auch da. Das heißt, hier können wir den Einkauf jetzt stoppen. So, das Lohnniveau können wir mal auf Normal stellen. Gut, ja, dann, sobald das Heiligtum fertiggestellt ist, werden wir mal so 2 Waffenschmieden bauen. Von dessen Stadt werde ich alle Raubtiere fernhalten. Ja, Artemis, das wissen wir, aber für dich haben wir kein Heiligtum gebaut. Wir werden jetzt schon mal das Warenlager hier für die Waffen bauen, beziehungsweise Rüstungen. Und hier kann das Warenlager hin für Wein. So, und das stellen wir mal ein. 8 Einheiten können geholt werden, denn wir werden jetzt gleich versuchen, unsere gehobenen Wohnungen zu etablieren. Dafür brauchen wir aber, glaube ich, noch Kultur. Ja, das Warenlager ist voll mit Skulpturen. Wir brauchen jetzt nur noch 2 und ein Gebäude ist eingestürzt. Ein Observatorium. Oh, das ist nicht gut. Warum das? Okay, nochmal neu bauen. So, dann bauen wir aber auch direkt dann schon mal die Erfinderwerkstatt. Die kann hier hin. Und dann können wir, glaube ich, hier noch ein Wohnhaus hinbauen. So. Ja, und dann brauchen wir natürlich auch noch die Erfinderwerkstatt. So, ich wollte aber Skulpturen verkaufen. Hier bei Mestonia können wir jetzt die Skulpturen verkaufen. Wie gesagt, wir brauchen jetzt nur noch eine für das Heiligtum. So, Holz können wir jetzt auch wieder verkaufen. Da wird die letzte Ladung zum Heiligtum gebracht. Ja, Neusos kauft ja unser Holz. Sehr schön. Dann können wir hier auch noch Bronze kaufen, weil wir jetzt gleich Waffen produzieren. Ja, und Wolle können wir jetzt auch wieder verkaufen. Nein, kein Marmor, Wolle soll verkauft werden.
Ja, und jetzt müssen wir mal unser Wohngebiet etwas verschönern. Parkanlagen. Ja, und da wird auch schon die letzte Ladung Marmor zum Heiligtum gebracht. Das passt gut. Das Lohnniveau muss ich allerdings jetzt wieder auf hoch stellen. Sonst haben wir keine Arbeiter für unser Heiligtum. Ja, das ist mir klar. Ändert sich. Ja, leider haben wir das Heiligtum ein bisschen zu nah hier platziert. Ich glaube, an diese Ressource Kupfer kommen unsere Arbeiter aus den Gießereien nicht. Hier ist auch nicht so gut gebaut. Naja, so erstmal werden wir jetzt die Kunsthandwerkergilde abreißen. Und dann können wir hier eine Gießerei bauen. So. Und dann haben wir hier noch einen Zugang. Das können wir so bauen. Ja. Und dann verbinden wir das so mit der Stadt. Ja, das passt auch gut. Dann kann dann hier eine Gießerei hin. So, hier kommt die Sperre hin und hier brauchen wir natürlich auch einen Architekten. So. Ja, das passt gut. Ich sehe gerade, hier kann doch entsprechend ein Mitarbeiter die Ressource abbauen und das ist ja schön. Das hätte ich nicht gedacht. So, und hier haben sich auch unsere Wohngebäude weiterentwickelt. Jetzt können neue Bürger einwandern. So, ich denke mir mal, die Türme brauchen wir jetzt nicht mehr besetzen. Oh, hier ist wieder ein Fischereihafen eingestürzt. Ach, das ist aber wirklich nervig. So, Nahrungsmittel haben wir genug. Es ist wieder Jahresanfang. Wir kriegen wieder unser Tribut. Ja, ich habe ja gesagt, ich würde gerne doch einmal Orangen anpflanzen. Da passen doch hier noch 2 hin. Und dann setzen wir hier Orangenbäume hin. Ja, das finde ich irgendwie schön. Das würde ich jetzt gern mal so lassen, weil das Fleisch verkaufen wir ja. Wir brauchen ja jetzt auch Nahrungsmittel, wenn wir unsere gehobenen Wohnungen entsprechend hier jetzt etablieren wollen. Deswegen werde ich den Fleischexport mal stoppen. Baue aber vorher noch meine 2 Waffenschmieden hier auf. 3 gehen auch. Wer mich verehrt, von dessen Stadt werde ich alle Raubtiere fernhalten. Oh, wow. Ich glaube, da habe ich jetzt ein bisschen zu viel gebaut hier. Ich reiße jetzt doch den Handelsposten von Gades ab. So. So, dann können wir hier schon mal Verschönerungen durchführen. Auch wieder Gartenhäuser. Ja, ich habe mich natürlich total vertan. Die Erfinderwerkstatt muss natürlich nicht hier hin. Hier muss das Labor hin. Ah. So. Dann passt das nämlich nicht mit dem einen Haus hier. Da habe ich mich jetzt doch dann vertan. Okay, aber das kriegen wir hin. Und zwar das Steuerbüro kann hier hin. So. Und dann
kann jetzt das Labor hier hin. So. Habe ich mich mit den Gebäuden verdammt. Ich wundere mich schon, dass hier die Wohngebäude sich nicht weiterentwickeln, aber jetzt sollte es eigentlich passen. So, ich glaube, hier können wir die Allee mal weiterführen bis hierhin. So, und ich glaube, jetzt müssten sich auch unsere Wohngebäude weiterentwickeln. Jetzt funktioniert, wenn man das richtige Gebäude der Wissenschaft gebaut hat. Hier entwickeln sich jetzt unsere Wohngebiete weiter. Und dann können auch entsprechend neue Siedler jetzt einziehen. So, jetzt möchte ich aber doch mal versuchen, unsere gehobenen Wohnungen zu etablieren. Wolle und Olivenöl und Nahrung haben wir jetzt. Gucken wir mal. Nicht attraktiv genug. Oh, das ist aber schade. Oh, wir kriegen eine Mitteilung, dass Elasipium angegriffen wird. Oh, die brauchen jetzt innerhalb einem Monat. Oh, das ist natürlich doof. Ja, ich kann aber auch nichts schicken. Ich habe keine Soldaten. Das tut mir jetzt furchtbar leid. Ich könnte höchstens eine Kriegsfregatte bauen, aber in einem Monat ist die nicht fertig, oder? Ja, das hier mit dem Fischerhafen funktioniert tatsächlich nicht wirklich. So, Fregattenhafen, ja, könnten wir hier hinbauen, tatsächlich. Holz und Waffen müssten wir es eigentlich haben. Oh ja, jede Menge Waffen und Holz müssten wir auch haben. Ja, verkaufen wir jetzt kein Holz. Vielleicht bringt es was. Ich habe zwar jetzt kein Aurikal. So, ich baue jetzt hier das Museum schon mal hin. Ja, warum man Observatorium mal einstürzt, weiß ich auch nicht. Okay. So, und das Museum wollte ich bauen. Denn das Museum hat nämlich auch eine hohe Attraktivität. Ja, vielleicht kann ich jetzt hier schon gehobene Wohnungen bauen. Ja, jetzt funktioniert es. Dann nicht mehr. Hier auch nicht. Wir brauchen mehr Attraktivität. Wir haben 2 Denkmäler. Ich baue aber... Wo sind denn meine schönen Fischteiche? Fischteiche haben wir nicht. Heckenlabyrinthe. So, funktioniert es jetzt? Ja, und jetzt funktioniert es. Ja, sehr gut. Ja, jetzt haben wir keine Nahrung mehr, aber das reicht jetzt erstmal. Das können wir nachher noch entsprechend erweitern. Elasipium schätzt uns weniger. Naja, damit kann ich leben. Ja, wir bauen jetzt erstmal die Kriegsfregatte auf. So, unser Verbündeter braucht ja Rüstung. Komm her, dann kriegt er ein kleines Geschenk. Rüstungen, bitteschön. Ja, und hier unsere Orangen ist jetzt reif. Die Ernte beginnt immer im November. Das heißt jetzt, im nächsten Monat. Ja, das brauchen wir auch. So, hier unsere gehobenen Wohnungen werden bezogen. Das passt auch. Wir haben jetzt noch keine Nahrungsmittel mehr. Ja, und Elasipium dankt für die Rüstung. Bitte schön, gern geschehen. So, dann können wir jetzt hier auf der Agora schon mal den Waffenhändler etablieren und auch den Weinhändler. So, und dann kaufen wir auch noch ein bisschen Wein ein.
auch 8 Einheiten und wir kaufen jetzt auch was Weizen ein, damit wir hier unsere Nahrungsmittelkrise ein bisschen überwinden können. So, wir machen das jetzt hier so, dass der Architekt nämlich hier hinkommt. Und dann können wir nochmal versuchen, diesen Fischerhafen hier vor dem Einsturz zu sichern. Wenn jetzt hier der Architekt immer hingeht, dann müsste das eigentlich hier gesichert werden. So, unsere Fregatte wird gebaut, das ist gut. Unsere Orangen werden geerntet, das ist auch sehr gut. Ja, und Hephaistos segnet unsere Waffenschmieden, das ist auch sehr gut. So, Holz können wir wieder verkaufen. So, wir haben jetzt hier 5 gehobene Wohnungen, die sich weiterentwickeln. Ich möchte aber hier noch entsprechend das weiter ausbauen. So, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Das funktioniert jetzt hier nicht. Okay, kriegen wir das denn noch irgendwie verschönert? Oder so attraktiv, dass wir es hier entsprechend aufbauen können? Ja, sehr gut. So, dann haben wir hier auch entsprechend den Platz maximal jetzt ausgebaut. Ja, und wir müssen hier unsere Wohnsitze ja weiterentwickeln, nämlich zu Anwesen, also die höchste Ausbaustufe unserer gehobenen Wohnungen. Ja, nehmen wir an, Dankeschön. Das heißt, wir müssen auch noch Streitwagen produzieren. Dafür brauchen wir aber definitiv noch Bürger bzw. Mitarbeiter. So, die Fregatte ist hier entsprechend fertiggestellt. Wir können die Mitarbeiter nach Hause schicken. Dann haben wir wieder ein paar Arbeitslose. Aber keine Nahrungsmittel mehr. Das ist echt doof. Aber ich denke mir mal, das wird sich jetzt gleich hier ein bisschen wieder verbessern. Ja, Bronze haben wir jetzt dank der Importe und auch der Eigenproduktion mehr als genug. Müssen wir tatsächlich noch irgendwo Bronze einkaufen. Ich glaube, ich stelle mal den Bronze-Einkauf hier beim Neusos ein. Ja, als letztes brauchen wir jetzt tatsächlich die Wagenfabrik und den Pferdehof. Ich glaube, wir könnten ein bisschen Weizen mal fordern, oder? Nicht viel, so 8 Einheiten mal hier im Silo. Das wäre nicht schlecht. Liebe nur und sonst gar nichts. Die Stadt wird dann so attraktiv werden wie ich selbst. So, hier hat sich leider diese Wohngebäude sich nicht weiterentwickelt. Vielleicht schaffen wir das mit einem Denkmal, welches wir jetzt hier hinsetzen. Ja, nicht ganz. Das ist das einzige Gebäude, was sich jetzt nicht weiterentwickelt, aber damit kann ich leben. So, dann bauen wir jetzt tatsächlich die Wagenfabrik. Die kann hier hin. Und den Pferdehof, der kann dann jetzt hier hin. Passt der hier so rein? Ja, ich weiß. Das fände ich ja interessant. Gucken wir mal. Ja, wunderbar. So, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir die Mitarbeiter dafür auch aufbringen können. Wir brauchen 28 Arbeiter. Wir könnten eine Wollsammelstelle, glaube ich, dann mal abreißen. Dann haben wir 16, weil ich brauche ja auch noch auf der Agroa den Wagenhändler. So.
Ja, und eine Waffenschmiede können wir tatsächlich, glaube ich, entfernen. Ja, und so kann es tatsächlich bleiben, wenn das Lohnniveau auf hoch bleibt. So, diese gehobenen Wohnungen haben sich alle wunderbar weiterentwickelt. Die brauchen jetzt Wagen. Da muss es attraktiver werden hier. Ja, so, und die entwickeln sich gar nicht weiter. Die kriege ich auch nicht weiterentwickelt, weil ich einfach die Attraktivität nicht hoch genug kriege. Das Einzige, was man tatsächlich probieren könnte, ist hier ein Denkmal reinzusetzen. Oder was noch Größeres, wie zum Beispiel Quellbrunnen nicht, wie zum Beispiel Bäder. Gucken wir mal, ob das was bringt. Nicht wirklich, oder? Nee. Okay, das ist interessant. Dann bauen wir jetzt mal hier ein Denkmal auf. So. Mit Parkanlagen. Ja, das hat auf jeden Fall geholfen. Und auch hier unsere gehobenen Wohnungen, oh ja, entwickeln sich alle weiter sehr gut. Ja, und die braucht jetzt noch Waffen. Das sollte aber auch gleich erledigt sein. Ja, und wir haben die Mitteilung, dass Xiljuf Verbündeter wird. Aha, unsere Diplomaten haben, glaube ich, einiges bewirkt. Aus dem Rivale wird ein Verbündeter. Das gleiche gilt für Iem. Ja, und Seth wird auch Verbündeter. Wunderbar. Damit haben wir die neuen Handelspartner. Wir brauchen jetzt noch 60 Personen in einer Wohnung der Kategorie Anwesen. Da sind wir jetzt dran, weil wir jetzt auch Wagen herstellen. Ja, und in der Villa bzw. in dem Anwesen können 20 Bewohner leben. Das heißt, es reicht, wenn 3 dieser gehobenen Wohnungen entsprechend Streitwagen bekommen und dadurch die Entwicklung weitergehen kann. Und dann haben wir diese Episode auch schon erfolgreich abgeschlossen. Gut, Nahrungsmittel haben wir jetzt auch, mehr als genug, allerdings haben wir kein Weizen. Das heißt, dieses Silo wird jetzt kein Weizen mehr annehmen. Ich gucke es mal eben, ob wir irgendwo anders noch Weizen einkaufen können. Nee, leider nicht. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt auf die nächste Ladung Weizen warten, den wir einkaufen können. Ja, und da sehen wir auch schon unseren Streitwagenhändler. So, wenn das neue Jahr jetzt beginnt, haben wir auch wieder Weizen für weitere Pferde hier. Ja, und die erste gehobene Wohnung hat sich weiterentwickelt. Hier haben wir jetzt einen Streitwagen schon. Ja, Jahresanfang. Wir kriegen wieder unsere Bronzebaren. Sehr gut. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen was einkaufen. Weil für unsere Skulpturenwerkstätten haben wir, glaube ich, zu wenig. Ja, egal. Wir verschönern noch ein bisschen unsere Siedlung hier. So. Haben wir noch Denkmäler? Ja, noch 2 Denkmäler, die wir errichten können. Dann kann noch eins noch hier hin und eins hier. Wir haben noch welche. Ja, setzen wir eins hier direkt hin. So als Entree, wenn man von See zu unserer Kolonie kommt. So, und ich glaube, wir können jetzt auch Rüstungen verkaufen. Unsere gehobenen Wohnungen haben alle genug Rüstungen. Ja, unser Verbündeter Elasipium kauft ja Rüstung. Müssen wir doch noch einen Handelsposten bauen. Der passt dann noch hier hin und dann verkaufen wir die Rüstungen.
Gut, so, jetzt brauchen wir, glaube ich, Mitarbeiter, oder? Ach nee, doch nicht. Naja gut, wir haben das Lohnniveau auf hoch, dann soll es auch auf hoch bleiben. Naja doch, jetzt 10 Arbeiter fehlen, aber das ist jetzt nicht das Problem. Ja, und noch ein Denkmal steht zur Verfügung, ein Zufriedenheitsdenkmal. Naja gut, dann bauen wir das auch nochmal hier auf. Ja, 2 Denkmäler haben wir sogar, ein Diplomatiedenkmal. So, dann passt doch hier noch ein Denkmal hin, oder? So. Und so. Sehr schön. An unserem Heiligtum sieht das doch richtig gut aus. So, und hier können doch noch Säulen hin. Naja, wenn dieser Schäfer mit seinem Schaf dann mal weggehen würde, könnte ich die restlichen Säulen auch dort noch hinsetzen. So, er ist schon mal weg. So, und das Schaf könnte jetzt auch weggehen. So, dann sieht das doch auch vollständig aus. Ja, jetzt müssen wir tatsächlich warten. Hier sehen wir, der Hausierer geht hier immer als erstes entlang. Hier sind jetzt mittlerweile schon 3 Streitwagen drin. Hier einer. Das dauert jetzt ein bisschen. Ja, und die dritte gehobene Wohnung hat sich jetzt zum Anwesen weiterentwickelt. Hier fehlen jetzt noch 4 Bewohner, die jetzt einwandern müssen. Und damit schließen wir jetzt die 8. Episode mit unserer Kolonie Evenestus erfolgreich ab. Ja, da sehen wir sie, wie jetzt die neuen Bewohner in die gehobene Wohnung einziehen. Die Symphonia Ithikos hat Wunder bewirkt. Die Ozeaniden werden vielleicht niemals unsere besten Freunde, aber sie haben sich auf Handelsbeziehungen mit uns eingelassen und beide Seiten haben sich frühere Übergriffe vergeben. Die Ozeaniden haben sich großzügig bereit erklärt, sich unseren Städten mit Handelsschiffen zu nähern, nicht auf ihre sonstige Weise, um unsere Beziehungen zu vereinfachen. Du hast deine Sache in Evenestus ausgezeichnet gemacht, doch nun ist es an der Zeit, Egudiko den Oberbefehl zu übergeben und nach Atlantis zurückzukehren. Ja, das war eine sehr angenehme und abwechslungsreiche Episode, die wir hier erfolgreich abgeschlossen haben. Ja, und in der 9. und auch letzten Episode dieses Abenteuers kehren wir final nach Atlantis zurück, um unsere Stadt glorreich auszubauen. Ja, und es sieht wohl so aus, dass unser Vater Atlas zum Gott wird. Sehr spannend. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn wir diese letzte Episode starten. Bis dahin sage ich alles Gute und Tschüss, euer Dominus.